Herzlich willkommen zu unserem zweiten Karrieretalk in der Reihe PhD What's Next. Ich freue mich, dass so viele dabei sind. Es ist ja ein ganz neues Format und, ich freue mich wirklich, dass das auf so viel Resonanz stößt und, bestätigt meine Vermutung, dass dieses Thema „Wie geht's nach der Promotion weiter? Was kann ich da machen? Was gibt's für Möglichkeiten?“, dass das wirklich 'n sehr wichtiges Thema ist. Und das war auch der Grund, wieso ich diese Karriere-Talk-Reihe, ja, auf die Beine gestellt habe. Also, mein Name ist, Iris Köhler. Ich bin promovierte Agraringenieurin, habe, 'ne Zeit lang in der Wissenschaft gearbeitet, dann im Wissenschaftsmanagement und jetzt seit gut 5 Jahren bin ich, selbstständig als Karrierecoach und Trainerin für eben Promovierende und Postdocs und habe da einfach immer wieder gesehen, dass es da große Fragen gibt, so: „Wie kann es denn eigentlich weitergehen? Was, kann ich denn nach der Promotion so machen?“ Und deswegen freue ich mich, ja, dass, Christian sich heute bereit erklärt hat, hier mal von seinem Karriereweg zu berichten und eben dann auch von seiner aktuellen Tätigkeit, ja, im Bereich Regulatory Affairs. Herzlich willkommen, Christian. Ja, vielen Dank Iris für die Einladung. Das Freue mich, hier zu sein. freut mich Ich auch hoffe, sehr. dass ich so ein bisschen was, erzählen kann und, vielleicht begeistern kann für das, Ja. Feld. Bestimmt. Genau, ich würde sagen, wir fangen erst mal an, dass du mal 'n bisschen berichtest, wie war denn eigentlich dein Weg nach der Promotion? Also, du hast ja auch Webseiten, wo du Informationen teilst über den Pharmabereich, über, Regulatory Affairs und, auf einer der Webseiten hast du ja auch über dich geschrieben, dass du so nach der Promotion ja auch gar nicht wusstest, was gibt's eigentlich alles für Möglichkeiten für Personen aus den Naturwissenschaften. Vielleicht magst du einfach mal Ja, einsteigen und erzählen, wie war das eigentlich damals? Wie bist du, ja, dann zu dem Entschluss auch gekommen: „Ich mache jetzt, Regulatory Affairs?“ ja, kann ich gerne erzählen. Also, ich glaube, ging zumindest damals vielen meiner Mitpromoventen ähnlich. Ich habe, ja, Biologie studiert, dann promoviert im Bereich auch am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und im letzten Jahr der Doktorarbeit habe ich dann eben zusammengeschrieben und mich parallel umgeguckt, was denn für Möglichkeiten, bestehen, was man machen kann als Biologe, als promovierter Biologe. Und ich hatte tatsächlich, mich damit auch noch gar nicht beschäftigt vorher. Man ist seit der Doktorarbeit dann so, aufgegangen und, war da so intensiv mit beschäftigt. Da gab es eigentlich wenig drumherum. Ja. Und gegen Ende ist es dann halt so, man muss sich damit beschäftigen. Und ja, äh, damals hat man immer nur gesagt, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dann etwa als Pharmareferent irgendwo zu arbeiten, was keiner will angeblich. Ist, glaube ich, auch 'n kann 'n ganz spannender Job sein, aber war für mich eben nicht, das, was ich machen wollte. Ich habe dann einfach meistens im Internet recherchiert, versucht, irgendwie Leute zu finden, die schon, Erfahrung haben und, ja, habe mich dann am Ende, ähm, tatsächlich für den Bereich Regulatory Affairs entschieden, Mhm. beziehungsweise in Deutschland sagen wir meistens dann Arzneimittelzulassung. Mhm. Das ist, glaube ich, auch noch 'n ganz guter Hinweis. Ja. Wir können mit Regulatory Affairs mit da jetzt anfangen. Und ja, ähm, als es dann für mich klar war, dass ich in die Arzneimittelzulassung gehen möchte, war natürlich dann erst mal die Frage: „Wo kann ich das machen? Wie komme ich da hin?“ Habe dann, geguckt, welche Stellen sind ausgeschrieben und habe mich dann auf die ausgeschriebenen Stellen beworben, Mhm. noch während des Zusammenschreibens der Doktorarbeit. Und, das war gar nicht mal so erfolgreich, muss ich sagen. Ja, hattest du denn war denn deine Promotion war das schon vom Thema her ging das schon so in die Richtung oder war das komplett was anderes? Es ging überhaupt nicht in die Richtung. Es war Strukturbiologie, Aufklären von Mhm. Proteinstrukturen, was auch sehr spannend war, aber hat halt nichts mit der Industrie wirklich oder mit der Arzneimittel oder Pharmaindustrie zu tun gehabt und war doch recht weit davon entfernt. Und das war auch letztendlich das Problem, Mhm. die fehlende Berufserfahrung, Praxiserfahrung und auch die theoretische Erfahrung fehlte auch. Also, man kann sich zwar so 'n bisschen was vielleicht anlesen, aber, ähm, strukturierend war das nicht, was ich da wusste von der Mhm. Arzneimittelzulassung und, Ja. ja, ich habe mich tatsächlich, was mit Sicherheit hilfreich ist, wenn man 'n Job sucht, aber, absagen kann trotzdem. Also, nach ungefähr 30 bis 40 Absagen Mhm.
habe ich gedacht, muss ich was anderes versuchen. Habe mich Mhm. dann zwischendurch auf Praktika beworben, was auch nicht wirklich erfolgreich war. Und habe dann aber, gesehen, dass es einen berufsbegleitenden Studiengang gibt an der Uni in Bonn, Mhm. Master of Drug Regulatory Affairs. Und da habe ich mich dann beworben. Und als ich dann, die Zusage für diesen Studienplatz bekommen habe, habe ich das auch in meine Bewerbungsunterlagen aufgenommen, habe da reinschreiben können: „Ah, September werde ich da dieses Studium mitmachen, berufsbegleitend ist das." Und dann plötzlich kam tatsächlich die Einladung zu Bewerbungsgesprächen. Also, schon während des Studiums? Also, du hast nicht, erst mal noch mal studiert und bist dann eingestiegen in den Beruf, sondern das war also tatsächlich dann wirklich das Entscheidende, einfach nur zu sagen: „Ich mache das jetzt“, Genau, ich will das machen. oder sogar: „Ich werde es machen“, ja, Wahnsinn. Hat tatsächlich schon gereicht und, Mhm. dann habe ich wirklich aus verschiedensten Firmen, ähm, ja, Angebote bekommen. Entweder Mhm. einmal auf 'n Praktikum und ich glaube 4 Stellen waren das. Und, das war natürlich schon schön, muss man sagen. Allerdings, man muss eben das Studium noch dazu machen. Also, Ja. ja. Ja, aber dann habe ich mich eben für eine Stelle entschieden, in der Zulassungsabteilung eines mittelständischen Generikaunternehmens Mhm. in der Nähe von Bonn, also in der Nähe, wo das Studium auch noch stattgefunden hat. Mhm. Und dort habe ich dann die ersten 2 Jahre tatsächlich gearbeitet in dieser Zulassungsabteilung, hat sehr viel Spaß gemacht und, bin dann aus privaten Gründen habe ich mich dann umorientiert nach 2 Jahren, bin zurück nach Norddeutschland gegangen, habe dann einen Job in einer CAO, in einem Auftragsforschungsinstitut Mhm. angefangen, die klinische Studien im Bereich Dermatologie machen. Mhm. Und, dort sollte ich eigentlich auch im Bereich Zulassung arbeiten, bin dann aber am Ende dort eher im Projektmanagement von klinischen Mhm. Studien gelandet. Das ist gar nicht so weit entfernt, wie man vielleicht jetzt denkt. Und da hatten sie gerade einfach mehr Bedarf tatsächlich Ja. und, deswegen war ich dann in diesem Bereich so ein bisschen tätig, wollte aber wieder zurück in die Zulassung, habe mich dann auch recht kurzfristig wieder umentschieden, umbeworben und bin dann am Ende, bei meiner jetzigen Firma gelandet, wo ich jetzt arbeite in der Zulassungsabteilung, die Norblack Pharma. Mhm. Unternehmen, mittelständisch, hat sich auf die Herstellung von biologischen Wirkstoffen und Arzneimitteln spezialisiert und ja, da bin ich nun schon eine ganze Weile und sehr zufrieden. Ja, ich habe es gesehen auf LinkedIn. Ich glaube schon 12 Jahre sind's mittlerweile. Oh ja. Ja, und, also, da finde ich jetzt auch noch mal spannend, weil du gesagt hast, du wolltest dann auch unbedingt, nachdem du da, erst im anderen Bereich dann auch zwischendrin tätig warst, wieder, in die Arzneimittelzulassung und, hast ja auch gesagt, du hast dich dann nach der Promotion, also, auch dann wirklich dafür entschieden, dass du das machen möchtest. Jetzt, habe ich so den Eindruck, manchmal gibt's ja auch so 'n bisschen, vielleicht so Vorbehalte oder so 'n bisschen Vorurteile, dass viele denken: „Oh, das klingt irgendwie sehr trocken, das wäre jetzt vielleicht eher nichts für mich, Arzneimittelzulassung.“ Also, was hat dich denn daran begeistert, dass du damals gesagt hast: „So, das will ich jetzt machen“, oder auch begeistert dich jetzt ja auch noch, Ja, also, die Begeisterung damals war natürlich, basierte auf nicht allzu viel Erfahrung und es war auch nicht so ganz große Begeisterung, aber es war für mich 'n Weg, der zu 'nem Job geführt hat. Das war ja auch erst mal sehr wichtig. Letztendlich habe ich mich tatsächlich meiner Meinung nach, für mich zumindest, das Richtige entschieden. Mhm. Und, was mich interessiert hat, ist halt eben im Unterschied zu der akademischen Grundlagenforschung, dass es eben ein bisschen konkreter wird für Produkte, also in diesem Fall Arzneimittel. Man begleitet Arzneimittel regulatorisch. Man hat in der Zulassung halt auch, man stellt es sich vielleicht recht trocken vor, weil man auch mit Gesetzestexten manchmal arbeitet, muss, mit Guidelines, aber man arbeitet halt Pharmaunternehmen tatsächlich mit allen Abteilungen zusammen, Mhm. löst zusammen dann die Probleme. Ich kann ja vielleicht einfach noch mal 'n bisschen was, überhaupt zur Zulassung sagen, was das ist. Genau, also, worüber reden wir eigentlich? Also, wie würdest du's jemandem erklären, der so gar keine Ahnung hat, was dahinter steckt? Ja, genau. Und ich glaube, hier geht es so. Mir ging's damals eben ganz am Anfang auch so und, ja, in der Arzneimittelzulassung geht's darum, dass, wenn man ein Arzneimittel auf den Markt bringt und man's vermarkten möchte, darf man das nur machen, wenn man eine behördliche Zulassung hat. Mhm. Kennen vielleicht viele noch aus der Corona-Zeit, als ganz viele drauf gewartet haben, dass, der Corona-Impfstoff endlich die Zulassung erhält, damit man's
geimpft werden kann. Und ohne Zulassung darf man eben das Arzneimittel nicht vermarkten. Und in der Zulassungsabteilung sorgen wir halt dafür, dass ein Produkt, ein Arzneimittel eine Zulassung von der Behörde bekommt. Und um die zu bekommen, muss jedes Arzneimittel 3 Hürden überspringen, kann man sagen. Das ist einmal die Qualität, die Unbedenklichkeit und die Wirksamkeit. Für diese 3 Punkte muss das Pharmaunternehmen alle möglichen Unterlagen einreichen bei der Behörde, Belege liefern, dass das Produkt eben wirksam ist. Man kann nicht nur behaupten, unser Produkt ist super wirksam, sondern man muss es eben auch beweisen. Das macht man in der Regel mit den Ergebnissen aus klinischen Studien, die am Menschen gemacht worden sind. Dann muss man die Unbedenklichkeit beweisen, und unbedenklich heißt, dass das, wenn man das Arzneimittel einnimmt, für den Menschen eben kein Schaden bewirkt oder keinen unangemessenen Schaden. Und das macht man in der Regel durch toxikologische oder präklinische Studien. Und die Qualität muss man auch nachweisen. Qualität bedeutet in diesem Fall, dass man eben zeigen muss, dass man in der Lage ist, als Unternehmen das Arzneimittel kontinuierlich in der gleichen Qualität herzustellen. Und diese 3 Hürden muss es eben nehmen, und für diese 3 Hürden muss man eben in der gesamten Pharmafirma in der Regel alle möglichen Informationen zusammentragen, aufbereiten, dass die Behörden es verstehen, und dann im Rahmen eines Zulassungsverfahrens den Antrag einreichen. Die Behörde guckt sich das dann an, bewertet das, sagt dann, ob es ausreichend ist, und macht dann eine Nutzen-Risiko-Analyse. Und wenn die positiv ausfällt, dann kriegt man für das Arzneimittel eine Zulassung. Zum Beispiel, wenn man irgendwie 'ne neue Kopfschmerztablette entwickelt hat und als Nebenwirkung ist massiver Haarausfall dabei, dann wird das Nutzen-Risiko-Verhältnis wahrscheinlich nicht so positiv ausfallen. Es gibt keine Zulassung. Wenn es aber ein wirksames Krebsmedikament ist, auch Haarausfall als Nebenwirkung ist, dann ist es positiv, und dann wird es wahrscheinlich eine Zulassung geben. Ja. Und deine Aufgabe ist es sozusagen, diese ganzen Bereiche dann zusammenzubringen und das aufzubereiten für, diesen Zulassungsprozess dann, oder? Genau. Mhm. Und dann ist es in der Regel so, die Behörde guckt sich das an und hat da 1.000 Fragen. Und die Behörde wendet sich dann eben mit ihren Fragen an die Zulassungsabteilung, also an uns. Mhm. Und wir sind dann eben dafür verantwortlich, auch dass die Fragen beantwortet werden in einer angemessenen Zeit. Es gibt in der Regel 'ne Deadline, wann die Behörde spätestens die Antworten haben will. Und das muss man dann halt kommunizieren mit den anderen Fachabteilungen des Unternehmens und dafür sorgen, dass das alles reibungslos läuft und die Fragen auch vernünftig beantwortet werden. Mhm. Wie muss ich mir dann so deinen Arbeitsalltag vorstellen? Kannst du mal so 'n bisschen beschreide bisschen Einblicke geben, wie das dann aussieht? Ja, also als allererstes das Wichtigste, es ist natürlich erstmal 'n Bürojob. Also, Mhm. wenn man aus'm Büro kommt aus'm Labor kommt, dann ist das natürlich schon 'ne Veränderung. Das muss einem klar sein. Und ansonsten ist es halt, ja, wie ich schon gesagt habe, man muss viel mit anderen Abteilungen kommunizieren. Das heißt, man schreibt jede Menge E-Mails, man ist in sehr vielen Meetings, Mhm. und man hat in der Regel als Zulasser verschiedene Arzneimittel, Projekte sozusagen, die man betreut. Die sind dann in unterschiedlichen Stadien. Es gibt dann Arzneimittel, die grad in der Entwicklung sind, Arzneimittel, das vielleicht grad bei der Behörde Zulassungsantrag liegen hat, und auch Arzneimittel, die schon zugelassen sind und aufm Markt sind. Um die muss man sich noch kümmern. Und dann hat man eben für jedes dieser Arzneimittel seine Aufgaben, die man tagtäglich machen muss. Für das eine muss man dann eben grad gucken, wie man Fragen der Behörde bezüglich der Wirksamkeit äh, beantworten kann. Bei dem anderen ist man grad dabei, 'ner großen Gruppe zu beraten, welche Strategie wollen wir überhaupt fahren? In welchen Ländern wollen wir das Produkt zulassen? Ist nämlich auch so, dass eigentlich jedes Land eigene Anforderungen hat, ein Zulassungsverfahren hat. Also, in der EU ist es verhältnismäßig harmonisiert, aber viele oder die meisten Pharmaunternehmen lassen ja nicht nur in einem Land oder nicht nur in der EU die Produkte Mhm. zu. Das heißt, man ist auch international tätig. Mhm. Man hat viel Kontakt mit Kunden, man telefoniert mit Kunden, auch mit Behörden schreibt man Mails und telefoniert, hat auch Meetings. Mhm. Ja. Also, sollte man schon eher 'n kommunikativer Mensch auch sein.
das hilft auf jeden Fall. Zwischendurch muss man natürlich auch noch mal die Veröffentlichung der Behörden lesen. Das sind Guidelines, wo sie aufführen, was sie für Anforderungen haben. Und wenn man das weiß, das kann man dann in den internen Meetings dann weitergeben an die Entwicklungsabteilung zum Beispiel oder die Qualitätskontrolle. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, was sind denn so Kernkompetenzen, die wichtig sind? Also, wenn sich jetzt jemand, Promovierender für Tätigkeit in diesem Bereich oder eben speziell jetzt, Ja. in der Zulassung auch interessiert. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall kommunikationsstark sollte man sein, denke ich. Ja, aber auch alles, was man meiner Meinung nach während eines Studiums naturwissenschaftlichen Studiums lernt oder überhaupt arbeitet. Das genaue und strukturierte Arbeiten vielleicht, dass man analytisch, an Probleme herangehen kann. Das sind so Fähigkeiten, die man auf jeden Fall braucht. Man sollte organisiert sein, Selbstorganisation sollte auch 'n bisschen vorhanden sein. Oh, ja, das sind so diese eine Kernkompetenzen. Englisch ist natürlich auch relevant für die meisten Stellen, weil also Kommunikation auf Englisch läuft und ja. Mhm. Was macht dir denn gibt's was, wo du sagst: „Das macht mir besonders, viel Spaß an meiner Tätigkeit?“ Ja, also tatsächlich eben der Kontakt mit den anderen Abteilungen, aber auch mit Kunden, mit Dienstleistern, mit Behörden, dass man auch zusammen daran arbeitet, Lösungen zu finden für Probleme. Ja, als ich so angefangen habe, an der ersten Stelle, war ich immer so irgendwie der Meinung, dass grad wenn die Behörde sich meldet, dass man der Behörde nicht irgendwie alles sagen darf. Dass man irgendwie die Behörde als Gegner hat, was aber gar nicht so ist. Also, das habe ich in den letzten Jahren auch gemerkt. Häufig ist es einfach so, dass die Behörde ja auch Interesse daran hat, dass ein Arzneimittel zugelassen wird. Das möchte ja auch, es hilft ja, also Patientenversorgung ist wichtig und neue Medikamente helfen und in der Regel ist tatsächlich die Behörde auch daran interessiert, einen Lösungsweg zu finden und, das macht Spaß, wenn es 'n Problem gibt, erst mal intern mit den verschiedenen Abteilungen so zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir. Das sind so die Sachen, die wirklich Spaß machen. Ja. Und du hast ja auch schon erwähnt, also, du bist da so 'n bisschen, wie so Schnittstelle oder bringst du alles zusammen aus den anderen Bereichen. Und also, auch auf deinen Webseiten, da werden wir nachher noch 'n bisschen drüber reden, gibt's ja auch Informationen so eben generell zum Einstieg in der Pharmaindustrie. Wenn jetzt jemand sagt: „Okay, ich habe vielleicht doch 'n bisschen noch mehr Interesse am Labor“, was sind denn vielleicht dann auch so angrenzende Stellen, Rollen, wo man Ja. sich vielleicht dann auch, umschauen sollte, wenn man jetzt denkt, so: „Na ja, ich möchte schon noch 'n bisschen näher an der tatsächlichen Ja. Forschung dran sein?“ Ja, also ist man auch, wenn man in der Zulassung ist, weil man das Mhm. sehr eng begleitet, ne? Also, Ja. man wie gesagt, die Behörde, braucht Informationen auch aus der Entwicklung, auch aus den Laboren, die Ergebnisse. Deswegen, mit den Abteilungen hat man auf jeden Fall immer zu tun. Und zu diesen Abteilungen gehören zum Beispiel jetzt die Qualitätskontrolle. Mhm. Jedes Arzneimittel wird ja auch, ähm, regelmäßig jede Charge wird analysiert und überprüft. Und da gibt's, eben die Qualitätskontrolle, die das übernimmt, die, die Analysen durchführt und die Ergebnisse bewertet und, dann eben, ja, auch an uns weiterleitet. Also, es ist nicht nur für uns, es ist nicht nur für die Zulassung, sondern auch die Freigabe der, Arzneimittel ist sehr wichtig. Mhm. Und, das ist auf jeden Fall die Qualitätskontrolle, die da, sehr nah an den Laboren dran ist, wie auch Laborat. Es gibt aber auch ganz allgemein eben bei uns ist es die pharmazeutische Entwicklung, wenn neue Produkte entwickelt werden. Das passiert eben auch noch im Labor. Und deswegen ist es aber auch sinnvoll und wichtig, wenn man in der Zulassung arbeitet oder in der Zulassung arbeiten eben überwiegend, sagen eigentlich nur Naturwissenschaftler, Mhm. Pharmazeuten, Mhm. ähm, weil man da eben auch die Kenntnisse braucht. Ist Mhm. schon hilfreich, wenn man weiß, was 'ne HPLC ist oder wie 'n SDS-Gel ist oder was 'n Protein ist, wenn's 'n biologisches Arzneimittel ist. Also, Mhm. deswegen die Verbindung zum Labor ist meiner Meinung nach immer noch da, nur dass man eben nicht mehr selbst im Labor steht. Mhm.
Ja. Und was würdest du denn sagen, also, wenn wir jetzt grad schon bei dem Thema sind und es kam, also, ich habe gesehen, es sind da auch Fragen im Chat und die passen hier jetzt grad auch ganz gut rein. Ähm, so, du selber, also, du hast ja promoviert, du hast dann noch den Master gemacht, speziell eben für, den Bereich, Regulatory Affairs. Kennst ja auch viele viele Personen, die in diesem Bereich arbeiten. Wie ist da so dein Eindruck? Also, was sind da so für Fachhintergründe vertreten? Braucht's da unbedingt den PhD oder eben auch nicht? Oder braucht's unbedingt noch die Weiterbildung? Kannst du da mal 'n bisschen Einblick geben? Ja, also, wenn ich jetzt mal so überlege, bei meinen bisherigen Stellen waren viele Biologen auf jeden Fall dabei. Ich selbst bin ja Biologe, es waren auch Mhm, Biotechnologen dabei. Chemiker sind auch häufig dabei. mhm, Lebensmittelwissenschaftler habe ich mhm, schon als Kollegen, Pharmazeuten natürlich auch. Anfangs dachte ich, dass da überwiegend Pharmazeuten sind, mhm, ist aber nicht unbedingt so. Das ist wirklich gemischt mhm, und, ja, das ist so die Mischung und promoviert sind sie auch nicht alle, ist auch nicht unbedingt notwendig. Steht, glaube ich, schon häufig drin mittlerweile in Stellenanzeigen. Auch dieser Master steht häufig drin. mhm, Das hat zumindest das gut wäre, wenn man den hat. mhm, Ähm, aber, ein Muss ist es nicht. Bei den Promotionen würde ich sagen, 30 bis 40% sind wahrscheinlich mhm. schon promoviert. Ich habe natürlich jetzt auch keinen vollständigen Überblick, Ja. war jetzt eher in mittelständischen Unternehmen. Das ist in Big Pharma wahrscheinlich noch mal anders als in irgendwelchen innovativen Biotech-Startups. Mhm. Da gibt's natürlich noch mal andere, Zusammensetzung. Ja. Und also, das fand ich auch ganz spannend. Also, auf deinen Webseiten, da hast du ja auch 'ne Liste, Pharmaunternehmen und, ich habe immer in meinen Kursen, also, wenn oder auch mit meinen, Coaching-Kunden, Kundinnen, die sich für den Bereich interessieren, wenn ich die frage: „Ja, habt ihr denn schon mal recherchiert? Wo könntet ihr denn vielleicht, arbeiten oder kennt ihr da schon Firmen?“ Da fallen natürlich erst mal oft so die großen Namen, dass man sagt: „Ja, ich habe schon überlegt, vielleicht, Roche, Novartis, Pfizer und so weiter.“ Aber es gibt ja tatsächlich, wirklich 'ne lange Liste auch an kleineren mittelständischen Pharmaunternehmen. Also, hast du kannst du dazu was sagen? So, wie sind da vielleicht auch die Einstiegsmöglichkeiten oder die Unterschiede? Ist es irgendwo vielleicht einfacher reinzukommen? Oder was Ja, würdest du da ja. Also, empfehlen? hatte ich da eben auch keine Ahnung. Ich habe ja gesagt, habe mich deutschlandweit beworben, habe 30, 40 Absagen bekommen und war damals auch der Meinung, ich habe mich bei allen Pharmafirmen in Deutschland beworben, Mhm. war aber bei weitem nicht so. Habe dann eben noch viel weiter recherchiert und, viele weitere Firmen, kennengelernt. Die habe ich dann aber aufgelistet, weil so eine Liste hätte mir auch geholfen. Mhm. Und neben den großen gibt es tatsächlich eine ganze Reihe mittelgroßer und kleinerer Unternehmen. Und, da ist teilweise der Einstieg auch leichter, habe ich auch Mhm. damals bei meinen Bewerbungsgesprächen gehört. Ähm, wenn man in München sich bewirbt, ist es so, da gibt's auch viele Bewerber, ne? Also, da sind auch Mhm. viele Leute, die auch Erfahrung haben. Ähm, wenn man dagegen dann eben mehr in Gegenden guckt, wo nicht so viel Pharma ist, die sagen selbst, die haben vielleicht 'n Standortnachteil, Mhm. was die Bewerberanzahl betrifft, ne? Und da hat man grad als Anfänger, glaube ich, ganz gute Chancen, wenn man, ja, sich dann mal 'n bisschen umguckt. Es gibt, ja, müssen wir mal auf die Liste gucken. Es gibt, an der Ost und an der Nordsee so 'n paar Firmen, die man vielleicht einfach nicht so kennt, Ja. aber die, ja, auf jeden Fall interessant sind und, auch Stellen immer wieder ausgeschrieben haben. Und es Mhm. gibt auch, was man, was ich überhaupt nicht wusste oder ahnte, es gibt natürlich auch viele, Dienstleistungsunternehmen, Mhm. Zulassungsdienstleister zum Beispiel, die großen Pharmafirmen unterstützen, Mhm. die mal wenig für Manpower haben oder und da gibt's auch, einige große Firmen mittlerweile und bei denen kann man auch wundervoll anfangen, und einsteigen. Und der Vorteil da ist auch, man ist dann eben als Dienstleister da tätig, in der Regel für verschiedene Kunden. Dann arbeitet man eben für verschiedene Firmen in Deutschland, unterstützt die und lernt dann auch eben diese Firmen kennen und hat dann vielleicht später auch die Möglichkeit, wenn man sich gut angestellt hat, vielleicht auch daher zu wechseln, ne? Genau, dass man dann bei dem Kunden dann sozusagen Genau. weitermacht, ja. Ist auch nicht selten.
Mhm. Ja, also wir werden ja auch, also später dann, wenn ich das Video dann online stelle, auch alles verlinken und, die Genau. ganzen Seiten und Listen und dann kann man da natürlich auch das alles noch mal nachlesen und hat da auch einfach schon wirklich 'ne gute Ressource, die du da aufbereitet hast, wo man einfach mal starten kann und man steht dann nicht so erst mal so im leeren Raum und weiß gar nicht, wo man anfangen Ja. soll. Du hast jetzt grad schon gesagt, also, es gibt eben auch so Dienstleister, dass man nicht unbedingt intern direkt bei der Firma, tätig ist. Jetzt habe ich mich grad noch gefragt, wie ist das denn, wenn man sozusagen auch also, kann man auch die Seiten wechseln, dass man, bei Behörden auch dann tätig Absolut, ist? ja. Mhm. Das ist natürlich auch auf jeden Fall. Also, ähm, ich weiß zum Beispiel, als ich mein Studium gemacht habe, dass, in Bonn, äh, an der Uni in Bonn, Drive Regulatory Affairs, Mhm. dort, sind in der Regel 60, Studenten pro Jahrgang und dort sind auch viele, tatsächlich von der Behörde hingeschickt worden Mhm. und, da kann man eben auch mit der Zulassung natürlich arbeitet man auch bei Behörden. Also, die brauchen genauso die Leute, die das bewerten können, was die Pharmaunternehmen einreichen und, Ja, ja. das ist auf jeden Fall auch möglich. Und der Vorteil übrigens beim Studium in Bonn ist, dass man da auch, ein Pflichtpraktikum absolvieren muss, ein halbes Jahr. Mhm. Und das kann man dann eben, steht da aber explizit, entweder in der Pharmaindustrie machen oder bei Dienstleistern oder auch eben, in den Behörden. Mhm. Und da hat man dann in der Regel sofort den Fuß in der Tür. Ja, also, gibt's wirklich viele Möglichkeiten. Ja. Genau. Jetzt war hier noch eine Frage im Chat, die passt vielleicht auch grad noch gut mit rein. Wie viel hast du denn eigentlich noch wirklich mit Daten zu tun? Also, Forschungsdaten? Ist das also, bist du da noch involviert Ja. oder kriegst du, ja, die Ergebnisse und baust das dann zusammen für die Behörden? Ja, also mit den Rohdaten selbst mit den Rohdaten haben wir tatsächlich manchmal noch was zu tun, Mhm. ein bisschen, aber dann, sind wir natürlich auch häufig darauf angewiesen, das mit den entsprechenden, Fachexperten noch mal zu diskutieren. Und das kommt schon noch vor. Man muss aber auch sagen, das wird sich wahrscheinlich auch von Zulassungsabteilung zu Zulassungsabteilung, äh wird es unterschiedlich gehandhabt, Mhm. hängt auch von den Unternehmen ab. Wie gesagt, wenn's eben 'n großes, Big Pharma ist, da ist es wahrscheinlich so, dass es für fast alle Zulassungsschritte und Aufgaben eigene Teams gibt. Bei kleineren, Mhm. Unternehmen ist es häufig so, dass man, Zulassung mehr oder weniger für alles zuständig ist, was Mhm. was meiner Meinung nach für mich zumindest bisschen spannender ist, wenn man Mhm. eben wirklich so die ganze Palette mit abdecken kann. Und bei Biotech-Unternehmen, bei kleinen Start-ups wird man mit Sicherheit auch sehr viel mehr wieder dran sein an Rohdaten und Labordaten. Mhm. Ja. Also, das heißt, so in deinem Bereich, so eher die kleineren Firmen, ist man vielleicht dann doch noch breiter aufgestellt, weil einfach, ja, nicht so viel Manpower da ist, dass man das so Genau, spezialisiert, oder es sich gar nicht lohnen würde, da für mehrere Personen sozusagen auch, für die genau. einzelnen Schritte dann einzusetzen. Ja, Ja, das ist vielleicht auch noch mal wichtig, sich also, das auch noch mal klarzumachen, wenn man überlegt: „Okay, wo gucke ich denn eher bei den großen Firmen oder vielleicht eher bei den kleineren?“ Dass das schon auch, Unterschiede sind und das sind vielleicht auch gute Fragen, die man dann auch in 'nem Vorstellungsgespräch auch mal, klären könnte dann. Wie ist das denn, ja, intern geregelt? Wie viel, hat man dann noch mit den Daten ja. zu tun? Ja, genau. Ja, schön. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal noch auf, ja, deine andere Tätigkeit sozusagen neben den, Regulatory Affairs in der Firma. Du hast ja wirklich tolle Ressourcen auch angelegt. Also, so haben wir uns ja auch kennengelernt, weil ich vor ein paar Jahren auch mal so recherchiert habe und immer schaue, so was sind denn hilfreiche, Links, was kann ich so auch an meine Kursteilnehmenden weitergeben? Und da bin ich auf deine Webseiten gestoßen und so haben wir uns ja kennengelernt. Da gibt's ja einmal, die ich glaube Regulatory wie heißt die? Affairs Manager, Genau. wo du so 'n Überblick hast, auch Stellen postest. Es gibt 'ne Liste von, Unternehmen, kann man da mal reinschauen. Und dann hast du eben noch Pharma Starter. Magst du Genau. dazu mal 'n bisschen was Ja. erzählen? Ja, die Idee dahinter war anfangs einfach, dass als ich mich damit beschäftigt habe und eben so viel recherchiert habe, um selbst irgendwie einen Job zu finden, Mhm. hatte ich dann halt so viele Informationen und fand das schon fast 'n bisschen schade, die ungenutzt zu lassen. Und ich Ja.
weiß halt, wie schwierig und anstrengend es war für mich, das alles, äh, herauszufinden. Und als ich dann, meinen ersten Job hatte und dann eben auch die entsprechende Erfahrung langsam gesammelt habe, dachte ich, kann ich das ja vielleicht auch wieder weitergeben Mhm. an naturwissenschaftliche Absolventen, die dann eben Ja. in 'ner ähnlichen Situation sind, und habe dann versucht, eben die Daten, die ich hatte zumindest, habe dann eben Listen gemacht mit den verschiedenen Pharmafirmen, die es gibt, Biotech, Mhm. Auftragsforschungslabore oder Dienstleister, und, das hilft hoffentlich, denke ich mal. Ich habe auch ein paar, Berufsbilder beschrieben, außer Regulatory Affairs Manager auch noch Arbeiten in der Pharmakovigilanz. Das ist, Mhm. die Arzneimittelsicherheit, auch sehr spannend, auch mal ein paar Einblicke haben können bei meiner derzeitigen Firma. Da Was geht's macht man da genau? Magst du da noch was dazu auch sagen? auch Bürojob natürlich, das, Mhm. geht mehr bisschen mehr in den medizinischen Bereich. Ähm, dort, ja, wie beschreibe ich das? Dort, geht es um die Sicherheit des Arzneimittels und um Nebenwirkungen. Also, man sammelt die Nebenwirkungen, man bewertet sie, man guckt, welche Aktivitäten man, daraus ableiten kann, dass es, keine weiteren Mhm. Schäden gibt oder Nebenwirkungen gibt. Also, Nebenwirkungen wird es immer geben, aber man muss dann, also, man hat auch viel mehr Kontakt mit Mhm. Ärzten, mit Apothekern und mit Patienten. Kennt wahrscheinlich jeder aus der Packungsbeilage, steht ja die Aufforderung bei Nebenwirkungen: „Wenden Sie sich an Ihren Apotheker", zum Beispiel. Mhm. Und das machen auch die viele Patienten. Wenn sie eben 'ne Nebenwirkung Mhm. feststellen, gucken sie und dann schreiben sie 'ne E-Mail oder rufen sie an, entweder direkt bei der Pharmafirma oder auch bei der Behörde. Die nehmen das auch entgegen. Und das sind alles Informationen, die, natürlich irgendwie ausgewertet werden müssen, um zu gucken, gibt's irgendwo vielleicht 'ne Nebenwirkung, die man noch nicht festgestellt hat. Es ist Mhm. ja so, wenn man ein Arzneimittel zulässt, hat man ja die Daten aus klinischen Studien, und die klinischen Studien sind ja meist in verschiedenen Phasen gemacht. Und die letzte Phase ist eben die Studie, die an den meisten Patienten dann durchgeführt wird. Aber die meisten Patienten ist das immer noch in einem vielleicht in einem Bereich von 10.000 Mhm. Patienten, die getestet werden. Und wenn das Arzneimittel dann auf den Markt kommt, dann wird es halt an ist weltweit vermarktet wird, zum Beispiel an Millionen Menschen Mhm. getestet. Und dann kommen eben auch tatsächlich Nebenwirkungen zum Vorschein, die vielleicht sehr selten sind und die man eben bei den 10.000 nicht, festgestellt hat. Und dann muss man eben da eben auch seine Konsequenzen ziehen, Warnhinweise, Mhm. mit welchen, was weiß ich, mit welchen anderen Arzneimitteln das vielleicht nicht eingenommen werden darf oder welchen Grunderkrankungen es nicht eingenommen werden darf. Und, das gehört alles dann zur Pharmakovigilanz. Der Mhm. Ursprung davon oder einer der Auslöser für diese ganzen Regula Regularien zur Arzneimittelsicherheit und zur Zulassung, ist übrigens der Frontal-Skandal gewesen. Das haben Ich habe wahrscheinlich es mir auch grad schon einige. gedacht, ja. Damals gab's eben nicht so viele Regularien, und die Zulassung, eines Arzneimittels war recht schnell gemacht. Da Mhm. musste nicht viel nachgewiesen werden, und, ja, im Fall von Frontal hat man das eben nicht, frühzeitig auch nicht frühzeitig feststellen können, Ja. weil eben nicht, genau Verbindungen hergestellt worden sind, Mhm. dass es da eben, an dem An Arzneimittel, an dem Wirkstoff liegt. Medikament liegt, ja. Ja. Mhm. Genau, dann also diese Seiten verlinken wir auch, also da kann jeder auch dann noch mal 'n bisschen nachlesen und sich, schlau machen. Und dann hast du ja relativ neu bist du ja noch 'n Schritt weitergegangen, hast gesagt: „Okay, es gibt jetzt einerseits hier diese Webseiten, wo man sich informieren kann, aber wer jetzt vielleicht schon weiß, ich möchte in den Bereich Regulatory Affairs, möchte da noch mehr drüber wissen, vielleicht mich auch schon mal so ein bisschen vorbereiten, dann auch für die Bewerbungsphase. Da hast du jetzt ja auch, recht neu auch einen Online-Kurs, den man belegen kann. Genau. Also, ich habe häufig die Fragen dann bekommen, ob ich irgendwas empfehlen kann. Leute, die jetzt sich eben gesagt haben, sie möchten gerne in den Bereich gehen. Mhm. Ähm, und dann habe ich geguckt, was es gibt. Einmal gibt's halt diesen Studiengang, den berufsbegleitenden in Bonn, den ich auch empfehlen kann. Der ist unglaublich gut und umfassend. Habe ihn ja selbst gemacht und, muss aber sagen, ähm
ich hätte mehr von ihm gehabt, wenn ich vielleicht schon 1, 2 Jahre Berufserfahrung gehabt hätte. Mhm. Wenn ich das eben, was ich da alles gehört und gelernt habe, wirklich, auch hätte umsetzen können oder eben in der Praxis hätte sehen können. Deswegen so hundertprozentig für Anfänger ist er vielleicht nicht immer geeignet. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch, dass dieser Kurs recht teuer ist. Bei mir hat er damals 6.000 € gekostet. Mhm. Mittlerweile, kostet der, glaube ich, 10.000 € und Ich habe das vorhin mal nachgeschaut, ja, das ist genau die Größenordnung. Kommt gut hin. Also, für das Studium, ja. Mhm. für jemanden, der sich noch nicht so ganz sicher ist, ob's Mhm. das Richtige ist, ist dann natürlich, blöde Situation. Man stellt Ist schon 'n großes Invest, ja. 10.000 €, dann stelle ich fest: „Oh ne, habe ich mir ganz anders vorgestellt.“ Es gibt aber auch noch 'ne ganze Reihe anderer Anbieter, die, auch Kurse anbieten, Fortbildung in dem Bereich. Habe ich auch auf meiner Seite alle Anbieter mal aufgelistet. Mhm. Kann man sich angucken, aber es ist trotzdem so, dass so 'n verhältnismäßig kostengünstiger Kurs da gar nicht dabei war und, die Grundlagen der Ersteinbildzulassung kann man meiner Meinung nach auch recht günstig eben, äh, anbieten. Und da habe ich mich dann mal hingesetzt, habe einen Kurs erarbeitet, der wirklich alle relevanten Felder wirklich abdeckt und der dabei helfen soll, 'n Einblick zu bekommen: Was Mhm. ist Regulatory Affairs? Worum geht es? Welche Aufgaben fallen da drunter? Und auch 'n bisschen Arzneimittelsicherheit, Pharmakovigilanz ist auch noch dabei, Mhm. weil das eben sehr nah an der Reihe ist und Ja. ja, gibt 'n Zertifikat am Ende, das man eben auch bei Bewerbungen damit einreichen kann. Das, denke ich, ist wichtig und hilfreich Ja. und da kann man sich mal 'n Bild davon. Mhm. Super, also das werden wir auch verlinken und, der Kurs ist, ja, preislich, glaube ich, recht weit entfernt von den 10.000 €, die man für das, Studium investieren müsste. Genau. Ja, super. Dann würde ich ja, wenn ich hier mal auf die Zeit gucke, haben wir auch schon ja, sind wir schon recht fortgeschritten. Ich würde dann einfach mal, ja, die noch mal hier für Fragen öffnen. Also, wenn es Fragen gibt, die wir jetzt vielleicht noch nicht beantwortet haben, könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben. So was würdet ihr gerne noch wissen wollen von Christian. Gerne einfach mal in den Chat. Und vielleicht während wir warten, bis hier fertig getippt wurde, hast du denn ja, wenn du jetzt so noch mal zurückblickst, so auf deinen Weg, würdest du da jetzt so im Rückblick irgendwas anders machen? Also, du hattest ja grad schon erwähnt, bei dem Studium denkst du so: „Ah, das wäre vielleicht eher von Vorteil gewesen, so 'n bisschen später.“ Aber andererseits hat's dir natürlich auch geholfen, um überhaupt erst mal den Fuß in die Tür zu bekommen. Aber gibt's noch irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht noch so 'n Tipp oder was du mit auf 'n Weg geben möchtest? Ja, auf jeden Fall Netzwerken oder eben Mhm. Kontakt aufnehmen zu Leuten, eben so was wie hier, dieser Karriere-Talk, sich so was schon mal anzuschauen, wenn man die Chance dazu hat, würde ich das auf jeden Fall machen. Man muss halt 'n bisschen Informationen sammeln und am besten von Leuten, die in dem Bereich schon was gemacht haben. Ist ja nicht nur Arzneimittel zulassen, kann ja in viele Bereiche reinschauen. Und, das ist auf jeden Fall, denke ich, würde ich dann versuchen, anders zu machen. Über solche Sachen wie LinkedIn ist das dann auch Mhm. möglich. Ja. Bin mir sicher, dass ganz viele Leute bei LinkedIn auch bereit sind, da zu unterstützen und 'n bisschen Mhm. zu erzählen, was sie gemacht haben, ne? Ja. Und das war damals bei mir gar nicht so verbreitet. Ich Ja, hatte ich habe grade überlegt, so vor 15 Jahren LinkedIn war, glaube ich weiß ich gar nicht, ob's das da gab schon es, gab. aber Ja. ja, aber war halt wurde halt nicht so doll genutzt, glaube ich. Mhm. Deswegen und ja, das Studium, ja, hätte mehr davon gehabt, wenn ich, vielleicht 1, 2 Jahre später angefangen hätte, aber du sagst es ja selbst, für mich war es tatsächlich der Türöffner, um überhaupt 'n Job zu bekommen und Mhm. ja, Ja. dann ist Ja. Also, generell das Thema Netzwerken, ich kann das immer gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Also, ich sehe das auch immer wieder, mit Coaches, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen: „Ach, jetzt habe ich mich irgendwie hier auf zig Stellen beworben, auf irgendwelche Stellenausschreibungen und, ist irgendwie nichts dabei rumgekommen.“ Und
wenn man dann anfängt, Kontakte aufzubauen, in dem Bereich 'n Netzwerk zu knüpfen, also, dann ändert sich das oft ganz schnell. Und, also, da gibt's ja auch Untersuchungen, wie Stellen vergeben werden und dass da wirklich auch 'n großer Teil der Stellen, Ja, so 'n Drittel eigentlich über Kontakte auch ja. vermittelt wird. Ja, genau. Da schreibt genau jemand auch im Chat so: „Ich kenne Studierende, die unter 150 Bewerbungen 1 oder 2 Zusagen hatten.“ Das scheint wohl so die Quote zu sein. Ja. Ist Das natürlich, ja, immer die Frage, genau, wie wurden die Bewerbungen geschrieben? War das jetzt wirklich einfach auf 'ne Stellenausschreibung oder wie gut waren da vielleicht schon die Beziehungen oder wie würdest du das einschätzen? Ja, es ist natürlich schwer, jetzt es so zu beurteilen, aber, Mhm. habe ich auch schon tatsächlich gehört. Manchmal ist es schwierig, ne? Es kommt auf den Bereich dann drauf an. Es kommt drauf an, was du für Kenntnisse schon hast. Und natürlich Beziehung ist auch halt mal wichtig. Ja, aufgeben sollte man auf keinen Fall. Also, mich kann man auch jederzeit anschreiben. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Ich habe auch, auf meiner Pharma-Starter-Seite auch 'n Newsletter, wo ich, regelmäßig, Jobs verschicke, die, als Einstiegsmöglichkeiten für Naturwissenschaftler geeignet sind in der Pharmaindustrie. Also, das wäre vielleicht auch noch mal, ne, interessante Ressource Ja. in so einem Fall. Also, es gibt meiner Meinung nach gibt's 'ne ganze Reihe an Möglichkeiten. Und Mhm. auch von den 150 Bewerbungen ist auch da die Frage: Wo hat man sich beworben, in welcher Mhm. Region? Kann man es ist auch die Frage, ob man überhaupt in der Lage ist, sich wegzubewerben. Wenn man, irgendwie 'ne Familie hat oder irgendwie gebunden ist regional, macht's das natürlich nicht einfacher, ne? Also, ähm, ist man da auch natürlich eingeschränkt. Mhm. Ja. Generell kann ich noch sagen vielleicht, dass man sich das auch mal sagen sollte, dass der erste Job nicht der letzte Job ist. Mhm. Also, der erste Job, selbst auch wenn man da zum Beispiel nicht so viel verdient, wie man sich das vorgestellt hat oder wie man das gehört hat, was möglich ist. Die ersten 1, 2 Jahre würde ich mittlerweile so sehen, war bei mir auch so, habe ich nicht viel verdient, aber habe ich unglaublich viel gelernt. Das ist wie Mhm. 'ne Intensivfortbildung eigentlich. Und, ich habe ja auch erzählt, nach 2 Jahren nach meinem ersten Job habe ich mich dann umbeworben nach Hamburg, dann nach Norden beworben. Mhm. Das war dann wirklich problemlos möglich, weil ich eben die Mhm. Berufserfahrung hatte. Ja. Es macht so einen Riesenunterschied, diese 2 Jahre haben oder nicht haben. Und deswegen würde ich auch empfehlen, eben, wenn's schwierig ist, Job zu finden, dass man auch überlegt, 'n Job anzunehmen, der vielleicht nicht sehr attraktiv ist, Mhm. der nicht, in der Stadt oder Region ist, in der man eigentlich sein möchte und wo's vielleicht auch nicht so das Gehalt gibt, das man sich Mhm. vorgestellt hat. Aber dass man zumindest mal den Fuß in die Tür bekommt. Genau. Da gab's ja auch noch 'ne Frage. Es kamen jetzt einige Fragen noch rein. Ich gehe jetzt mal eben durch, dass wir nichts übersehen. Also, eine Frage, die passt jetzt hier auch ganz gut, Praktikum. Sollte man sich vielleicht, ja, noch mal auf 'n Praktikum bewerben? Ich weiß nicht, ob das sich jetzt bezieht auf nach dem PhD. Also, für Studierende ist es ja sehr üblich, dass man mal 'n Praktikum macht. Promovierende, hast du da Erfahrungen? Ist Würdest du das wahrscheinlich empfehlen? wahrscheinlich eher unüblich, aber habe ich auch schon gehört. Also, Mhm. finde ich auch nicht verkehrt. Also, wie gesagt, ich weiß, damals habe ich auch ein Praktikumsplatzangebot bekommen, als ich, eingeschrieben hatte, dass ich das Studium begonnen habe. Und das, war damals tatsächlich von der Bezahlung her, fast vergleichbar mit der meiner ersten festen Stelle. Ja. Und, man kriegt 'n Fuß in die Tür, so. Mhm. Also, Praktikum ist ja nicht gleichzusetzen mit: „Ich verdiene da nichts.“ Also, da müsste Genau, genau. vielleicht dann auch noch mal wirklich genau hingucken, was für eine Art von Praktikum In ist der das, in der ja. Pharmaindustrie. Ja, genau. Genau, dann gab's noch 'ne Frage in Bezug auch auf das Studium, was ja jetzt wirklich nicht ganz billig ist, ob's da, auch eventuell Unternehmen gibt, die das, dann finanziell Ja, unterstützen? habe ich auch schon oft gehört. Auch damals im Studium war es so, dass, recht viele Unternehmen die Leute dorthin geschickt haben, Mhm. die sich eben, was weiß ich, die angefangen haben und nicht viel Erfahrung hatten im Bereich Zulassung und, dort eingestellt worden sind. Und die haben die dann dort tatsächlich hingeschickt, haben dann die Kosten auch übernommen, würde ich sagen. Und, dann ist man häufig, glaube ich, einfach ein bisschen zeitlich an das Unternehmen gebunden als Mhm. Gegenleistung, Mhm. damit die das nicht Ja. bezahlen und dann ist der Mitarbeiter gleich weg, weil er so viel Erfahrung hat. Mhm.
Aber das machen viele. Also, das würde ich auch sagen, ist auch 'n vernünftiger Weg, dass man das eben nicht selbst aus eigener Tasche bezahlen muss und man hat eben vielleicht auch schon einen Job, in dem man so 'n bisschen Erfahrung sammeln kann und dann eben mehr mitnehmen kann aus dem Studium. Mhm. Ja, genau. Dann kam mir noch 'ne Frage, genau, hast du Tipps, wie man generell eben ohne Industrieerfahrung, ohne relevante Berufserfahrung direkt nach dem Studium in seiner Bewerbung überzeugend herausstechen kann? Also, ich denke, 'n paar Tipps haben wir schon gehört oder dass man schon mal so 'n bisschen zeigt, dass man sich in die Richtung, fortbildet. Bei dir war's jetzt das Studium, aber kann natürlich auch was anderes sein, so wie jetzt dein Kurs zum Beispiel. Hast du noch andere Ideen? Das ist ja das große Problem, wenn 'ne Stelle ist, die interessant klingt, auch für Einsteiger. Ähm, also, meiner Meinung nach alle Biologen oder kein Biologe hat irgendwelche Erfahrung, Sachen Arzneimittel zum Beispiel nach dem Studium oder nach der Doktorarbeit. Das heißt, man ist einer von vielen und um dann herauszustechen, muss man halt irgendwie ich würde tatsächlich sagen, irgendwie 'ne Fortbildung versuchen zu machen in dem Bereich. Das ist wahrscheinlich das, was am meisten hilft. Sprachen helfen natürlich auch häufig. Es gibt, ne, viele Firmen, die auch 'ne Zulassung wenn man eben mit Kunden in, ich weiß nicht, in China oder Russland zu tun hat oder in Südamerika. Das sind natürlich Sachen, die dann auch helfen können, Mhm. Sprachen, aber so Ja. weit vorstecken, so ganz einfach ist es halt nicht. Also, Mhm. Also, ja, ich denke wirklich so, dass man guckt, kann ich irgendwie zeigen, dass ich in dem Bereich mir schon so 'n bisschen auch Wissen drauf geschafft habe, ja, genau. durch 'nen Kurs, irgend 'nen Zertifikat. Also, ich denke, das wäre da einfach sehr, sehr hilfreich. Dann gab's noch 'ne Frage eher jetzt so zu deinem Arbeitsalltag. So, wie sieht denn so das Stresslevel aus, ja? Also, fällt es schwer, die Fristen der Behörden oder auch intern in der Firma einzuhalten? Ja. Ist das mit normalem Einsatz, zu bewältigen? Ja, Frage. Einmal also, ich kann einmal sagen, der Unterschied zur Doktorarbeit zum Beispiel der Pharmaindustrie ist auch so 'n bisschen das gewesen, ne? Also, in der während der Doktorarbeit, der akademischen Forschung hat man halt viel Zeit und man guckt links und rechts beim Forschen. Und dann, wenn man dann in die Pharmaindustrie wechselt, ist das natürlich alles etwas fokussierter. Man hat 'n klares Ziel vor Augen und eben auch in der Zulassungsabteilung ist das so. Und es ist schon manchmal stressig. Man weiß nicht, immer genau, welche oder wie viele Fragen von der Behörde zum Beispiel kommen. Das, weiß man nicht, weil's dann eben auch nicht für 'n Aufwand man hat, das zu beantworten. Das Gute ist aber, die gesamte Firma weiß in der Regel, wenn die Behörde etwas haben will und 'ne Frist gesetzt hat und es davon abhängt, ob die Zulassung erteilt wird oder nicht, dann wird die ganze Firma, auf Trab gehalten, bis wir die Antwort zusammen haben. Also, Mhm. Also, sehr viel kriegst du ist das auch, trotzdem ja, die entsprechende Unterstützung dann und alle arbeiten ganz dann genau. entsprechend zu. Ja. Mhm. Ja. Stressig wird's dann halt, wenn man eben, durch vielleicht unglückliche Planung oder unglücklichen Zufall, mehrere Mängelbescheide heißt das dann von der Behörde, bekommt zu verschiedenen Produkten, weil man eben da grad Zulassungsantrag hat, bei 'ner anderen Behörde grad, 'ne Änderung für ein bestehendes Arzneimittel irgendwie eingereicht hat und da kann natürlich manchmal sehr viel auf einen zukommen, aber, ja, kann auch Spaß machen und, ich glaube, es ist nicht groß unterschiedlich zu anderen Abteilungen, außer eben, dass diese Fristen halt da sind, die helfen eher, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, es ist halt eben auch sehr fokussiert oder man weiß genau, so das muss jetzt gemacht werden. Das ist was ich auch oft höre, was, Promovierenden oder eben Personen, die gerne raus wollen aus der akademischen Forschung, dass sie sagen, es ist mir vielleicht so 'n bisschen zu schwammig oder es ist nicht so genau klar, so was ist denn jetzt eigentlich, das Ziel oder was wird dann mal rauskommen oder jetzt kann ich sagen: „Hier, Haken dran, jetzt ist wirklich mal fertig.“ Ja. Das ist, glaube ich, könnte ich mir jetzt vorstellen, bei dir anders, dass du sagst, so, du weißt jetzt genau, Genau. jetzt hast du da den Bescheid und, erledigt. Genau, Ja. ist tatsächlich Ja. 'n großer Unterschied. Ist auch 'n Punkt, der mir ganz gut gefällt, wenn wir Mhm. jetzt zur Ja. Grundlagenforschung. Ja.
Ja, und dann kommen noch Fragen natürlich auch ganz wichtig. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Geld aus? Also, wird, die Gehaltsspanne der Arbeit gerecht, war jetzt hier eine Frage oder was ist denn überhaupt was kann man denn überhaupt verdienen oder wie ist denn auch so 'n Einstiegs Gehalt? Ja, ist natürlich auch das ist 'ne Sache. Kommt drauf an. Mhm. Kommt drauf an, wo man arbeitet. Ob man bei 'ner großen Firma, Big Pharma arbeitet oder bei 'nem kleinen Start-up. In Süddeutschland zahlt man mit Sicherheit mehr als, weiß ich nicht, im Nordosten, wie der Republik. Das ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich. Aber ich habe mich auch noch mal jetzt auch im Vorfeld von diesen Gesprächen natürlich auch noch mal geschaut, auch noch mal recherchiert. Ähm, Gibt ja auch viele Jobbörsen, wo so was noch mal ungefähr der Bereich, erscheint. Also, man kann, glaube ich, schon sagen, dass, für Einstiegs äh, Positionen habe ich häufig gelesen, ist so 'n Bereich zwischen 50 und 55.000 im Jahr. Und dann geht's natürlich höher nach nach 2, 3 Jahren 2, 3 Jahren Erfahrung. Und wenn man dann zum Beispiel den Job wechselt, das sind auch häufig die Sachen, wo man dann eben deutlich mehr verdient an 'nem Jobwechsel. Da geht's dann 70, 80.000 und Mhm. wenn's 'n großes Unternehmen ist, wo du dann, Teamleitung übernimmst, ja, Global Head bist, das ist Mhm. natürlich dann geht's auch in der Regel über die 100.000 rüber. Ja, ja. Also, große Spanne und, Ja. genau. Und klingt auf alle Fälle aber nach 'nem attraktiven Gehalt, wenn man's mal vergleicht mit, ja, also, was so die üblichen, ja, Postdoc-Gehalte auch sind. Mhm. Es gibt tatsächlich auch eben Stellen, das finde ich jetzt auch noch mal Mhm. zu betonen, ne? Also, es ist nicht so, dass es irgendwie, einfach keine Positionen gibt in der Arzneimittelzulassung, die besetzt werden müssen, sondern, ähm, meiner Meinung nach sieht's ganz gut aus. Also, die Nachfrage ist immer noch da und das ist ja auch hilfreich. Ja, ich habe es auch gesehen. Also, du hast ja auf deiner, Webseite ja auch, Jobangebote. Also, ich hatte mal so kurz durchgescrollt, war schon war schon einiges, was Ja. da ausgeschrieben ist, ja. Und es Also, ist sehr ja viel auch Miterfahrung, aber mhm, aber ja, auch einige Einsteigerstellen mhm, ja. auf jeden Fall. Gut, ich sehe jetzt erst mal keine weiteren, Fragen im Chat und, ja, Zeit ist ja auch sind wir auch schon recht weit fortgeschritten. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Christian, dass du uns hier Einblicke gegeben hast in deine Tätigkeit im Bereich, Regulatory Affairs, auch noch 'n bisschen in andere Bereiche in der Pharmabranche. Und du hattest es ja auch schon gesagt, du bist auch immer offen für Fragen. Also, ich denke, LinkedIn, wenn sich jemand mit dir vernetzen Jederzeit. möchte, ja, dann wendet euch da gerne an den Christian. Wir verlinken dann auch alles, also die Webseiten von Christian und, ich glaube, Christian, du wolltest auch noch 'ne Liste machen mit anderen Seiten, die dir vielleicht noch so einfallen, was noch hilfreich Genau. wäre. Das würden wir dann auch noch mit einfügen. Und, ja, ich würde vielleicht auch schon mal darauf hinweisen, es wird noch weitere Talks in dieser Reihe hier geben. Es ist für Anfang Juli weiterer Talk geplant, mit einem, Clinical Research Associate. Also, da wird es dann auch wieder Infos von mir geben auf, LinkedIn und dann für Ende Juli, noch zum Thema Wissenschaftskommunikation. Das sind so noch 2 Talks vor der Sommerpause. Genau, dann vielen Dank, Christian. Super, Sehr dass du gerne. da warst Hat und Spaß ja, gemacht. freut mich. Dann herzlichen Dank und danke auch an alle Zuhörenden.